Schönen guten Tag. Ich werde jetzt einen Unterricht vorbereiten und zwar in exakt 4 Minuten mit Alango. Und ich habe gleich einen sehr, sehr engagierten und sehr talentierten Lernenden. Und wir werden mit Kapitel 12 weitermachen, ab in den Urlaub. Und genauso fühle ich mich auch, urlaubsreif. Und ich freue mich jetzt mit Alango die Extras durchzuklicken und zu sehen, was mir alles zur Verfügung steht. Ich gehe also in Alango rein und arbeite mit Netzwerk neu, A1, und bin in Kapitel 12. Da kann ich auch direkt hineingehen. Und dann überlege ich mir als allererstes, es geht um den Wortschatz. Ich möchte eine kleine Vokabelvorentlastung machen. Und dazu möchte ich eigentlich, dass der Lernende, also mein Lieblingslernender, dass der nicht direkt alles sieht, und dazu benutze ich die Seitenmaskierung von unten und werde diese Seite bis hierhin etwa abdecken. So kann er erstmal ein bisschen sagen, was er schon weiß, welche Vokabeln er schon kennt. Und dann kann ich diese Version natürlich auch speichern, wenn ich sie immer verdeckt haben möchte. Und dann geht es auch schon weiter. Ich sehe, dass ich auf dieser Seite einmal ein kleines Tool habe, und zwar Wortschatz üben. Und ich werde das sicherlich als Hausaufgabe aufgeben. Hier kann er nämlich die Vokabeln alle nochmal durchgehen. Der Badeanzug. Badeanzug, bei ihm wäre es vielleicht besser eine Badehose. Und das ist also super. Das werde ich gleich auch in einer Liste einhängen, damit er damit dann arbeiten kann. Dann habe ich weiterhin eine Kopiervorlage für den Online-Unterricht, finde ich auch sehr praktisch. Er kann nämlich dann, wenn ich sie runterlade und mit ihm teile, kann er nämlich dort auch die Wörter jeweils markieren und miteinander verbinden. Das passt eigentlich super zum Unterricht, und das mache ich immer ganz gerne, damit nochmal wiederholt wird. Ich hätte aber auch die Möglichkeit, eine Kopiervorlage zur Schweiz aufzumachen. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich vielleicht etwas im Anschluss etwa zu diesem Thema etwas mache. Und hier geht es um Wetter. Ich glaube, das mache ich lieber erst ein bisschen später, aber ist doch ein super Angebot, wenn ich das auch schon habe, wenn ich auch ein bisschen über andere deutschsprachige Länder was machen will. So, dann habe ich noch eine letzte Möglichkeit, und zwar die Vokabelkarten. Wenn ich keinen Online-Unterricht mache, nächste Woche habe ich nämlich einen Präsenzunterricht, habe ich diese Memory-Karten auch schon fertig. Hier kann ich also diese Karten ausdrucken und direkt im Unterricht verwenden. Also auch das wäre dann ein bisschen Bastelarbeit, die ich mir hier erspare. Und dann habe ich also ein super Memory. Und was ich noch habe, ist Online-Übung. Wunderbar, da kann ich also im Prinzip auch diese Online-Übung, entweder mache ich die auch im Unterricht gemeinsam mit dem Jan oder er macht es nachher als Hausaufgabe. Aber auch da habe ich hier diese wunderbare Möglichkeit, dass er die Vokabeln hier nochmal eingibt und auch dann die Lösung anzeigen kann. So, was ich, nachdem ich jetzt alle Extras angeklickt habe, noch machen kann, ist auf das Unterrichtshandbuch zu gehen. Das habe ich nämlich seitengenau zugeordnet, und da klicke ich einfach mal drauf und bekomme jede Menge Anregungen zur Erweiterung, zu Varianten, zu Alternativen und kann dann seitengenau ins Lehrerhandbuch gucken. Und ich habe sogar noch einen kleinen Kommentar, und den mache ich kurz mal auf. Da steht: super Idee, passt gut zum Intensivkurs. Das heißt, ich habe hier in dem Fall diese Idee schon mal ausprobiert und mir hier notiert und diese Version gespeichert, so dass ich dann auch alles zur Hand habe. Wenn ich dann wieder zurückgehe ins Buch, dann bin ich auch genau wieder auf der Seite, die ich vorher bearbeitet habe. Und jetzt geht's weiter. Dann habe ich noch 2 andere Möglichkeiten, nämlich ein personalisiertes Arbeitsblatt herzustellen. Und dazu gehe ich hier oben in die Seite rein und habe einen Arbeitsblattgenerator, den öffne ich jetzt, und ich weiß, dass Jan unheimlich gerne nach Mallorca fliegt. Mindestens 1 oder 2 Mal im Jahr. Und deswegen werde ich ihm ein personalisiertes Arbeitsblatt dazu erstellen. Und hier klicke ich einfach Deutsch. Wir sind auf Niveau A1 und das Grammatikthema in dem Fall wäre Nomen mit Plural. Ja, du musst jede Menge lernen, und ich möchte das Arbeitsblatt mit Lösungen. Und jetzt mache ich das einfach mal klein auf. Mallorca. Und der Dateiname wäre Kapitel 12. Jetzt generiert er mir das Arbeitsblatt und zack, dann ist es auch schon fertig. Ich habe hier das Arbeitsblatt und ich konnte es ja in PDF oder in Word generieren lassen. Und jetzt überlege ich mir kurz, muss ich hier vielleicht noch Hand anlegen? Wenn ich hier sehe, am Morgen sehe ich viele auf dem Markt in Palma. Hier wäre Stände. Ich fände es aber besser,
Stände ist nämlich eigentlich noch kein Vokabular, was wir in A1 eingeführt haben. Ich würde hier einfach Menschen eintragen. So, damit habe ich das Arbeitsblatt für mich adaptiert. Ich habe es verändert und ich hoffe, dass es dem Jan Spaß macht. Und so kann man ein bisschen noch zusätzlich den Plural üben. Und ich habe noch eine letzte Möglichkeit, nämlich, dass ich mir auch angucke, ob ich eine Liste erhalten habe, die Listen, die berühmten Listen, mit denen wir uns unter Kollegen beispielsweise die Medien hin und her schicken können, aber auch extra Einträge oder Listen vom Verlag. Und die habe ich hier empfangen. Und zwar, ich habe eine ganz, ganz eifrige Kollegin, die heißt Kirsten Schneider. Und die hat mir genau zu diesem Thema etwas zusammengestellt. Jetzt überlege ich gerade, das Kahoot ist am Ende des Themas sowieso eingehängt in Alango. Wortschatz hat sie auch schon zusammengestellt. Aber wir planen einen Urlaub. Hier hat sie einen eigenen Eintrag erstellt und bringt mich auf eine Webseite. Und das wäre vielleicht auch eine ganz gute Übung. So, wenn ich dann diese Kopie erstelle von dieser Liste, dann kann ich nämlich Folgendes machen. Ich habe dann diese Liste hier und die editiere ich. Und die nenne ich jetzt natürlich nicht Kirsten Schneider Liste, sondern die nenne ich so Virginias Liste. So, damit ist es meine und ich kann diese Liste dann jederzeit mit meinem Lerner teilen, sodass er dann diese einzelnen Aufgaben dann machen kann. Ich werde sie dann wahrscheinlich umbenennen und dann Hausaufgaben für Jan nennen. So, damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Ich werde dann sicherlich noch ein Tafelbild machen. Ich habe am Ende der Einheit noch mal ein Kahoot, aber ich habe mehr als genug Material und bin jetzt absolut gewappnet für meinen Unterricht.